Hier, wir bekommen viele Beschwerden. Worum geht es? Häuser von schlechter Qualität stürzen ein. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Das bringt das Leben der Menschen in Gefahr. Das ist sehr gefährlich. Wer ist der Bauunternehmer? Es ist Herrn Ralfs Zementfirma. Wir haben erfahren, dass er minderwertigen Zement verkauft. Worauf wartest du noch? Geh jetzt und verhafte ihn. Lisa, danke für die schönen Geschenke. Danke nicht mir. Danke meinem Mann. Er gibt mir viel Geld. Was macht dein Mann beruflich, Lisa? Er ist Manager in einer großen Zementfirma. Das ist ein guter Job. Er bezieht definitiv ein gutes Gehalt. Ja, er verdient viel Geld. Er gibt mir sein ganzes Gehalt, damit ich mein Leben genießen kann. Er ist wirklich ein netter Ehemann. Mein Mann gibt mir gar nichts. Lisa, ich habe gehört, dass deine Kinder nicht zur Schule gehen. Stimmt das? Ich kann das nicht glauben. Arme Kinder gehen zur Schule. Reiche Kinder kaufen einfach ihre Abschlüsse und Diplome. Sie verschwenden ihre Zeit nicht in der Schule. Wo sind Klaus und Clara? Ich habe sie noch nicht gesehen. Sie sind in ihrem Zimmer und spielen Videospiele. Sie lieben es, den ganzen Tag Videospiele zu spielen. Also, gehen sie auch nicht nach draußen? Nein, tun sie nicht. Arme Kinder gehen draußen spielen und machen ihre Kleidung schmutzig. Meine Kinder sind reiche Kinder. Sie bleiben zu Hause und spielen Videospiele. Ich glaube, du machst einen Fehler. Kinder sollten rausgehen und spielen. Das ist wichtig für ihre Entwicklung. Du bist nur neidisch, Mia. Weil meine Kinder das reiche Leben genießen. Während deine Kinder ihre Kleidung schmutzig machen. Streite nicht mit ihr. Sie ist verrückt. Sag einfach zu allem Ja. Dann gibt sie dir schöne Geschenke. Nutz sie für Geschenke aus. Sie ist eine Idiotin. Du hast recht. Jetzt verstehe ich. Sie gibt uns viele Geschenke. Du hast recht, Lisa. Kinder sollten zu Hause bleiben. Videospiele sind besser als im Park zu spielen. Du bist eine großartige Mutter. Jetzt sagst du die Wahrheit, Mia. Ich werde dir auch Geschenke geben. Manager, kauf mehr Geschenke für meine Freundinnen. Okay, gnädige Frau. Wie Sie wünschen. Mama lässt uns nicht rausgehen zum Spielen. Wir dürfen auch nicht zur Schule gehen. Ich vermisse es, zur Schule zu gehen. Mama sagt, nur arme Kinder gehen zur Schule. Sie hat unsere Schuldiplome gekauft. Mir ist langweilig. Ich kann nicht den ganzen Tag Videospiele spielen. Mir auch. Ich hasse Videospiele. Ich vermisse es, im Park Fußball zu spielen. Ja, es war schön, draußen zu spielen. Die frische Luft war so schön. Das Zwitschern der Vögel, der große Himmel und die Wolken. Bitte tu etwas klarer. Ich kann so nicht leben. Ich habe eine Idee. Ich werde heute Abend mit Papa reden. Er kann uns helfen. Nur er kann Mama überzeugen. Er wird ihr sagen, dass sie uns rausgehen lassen soll. Aber Papa ist in diesen Tagen sehr beschäftigt. Manchmal kommt er überhaupt nicht nach Hause. Wir werden warten. Wenn er kommt, werde ich mit ihm reden. Ich stimme zu. Wir haben keine andere Möglichkeit.
Unsere Verkäufe gehen zurück. Wir müssen mehr Zement verkaufen. Herr, die Verbraucher werden aufmerksam. Sie wissen, dass unser Zement von schlechter Qualität ist. Herr, ich glaube, die Polizei ermittelt auch. Sie hat unsere Fabriken kontrolliert. Das ist mir egal. Verkauft mehr Zement. Stellt neue Verkaufsleiter ein. Verkauft einfach mehr Zement. Das ist alles. Herr, wir müssen vorsichtig sein. 2 Gebäude sind wegen des minderwertigen Zements eingestürzt. Na und? Tausende Gebäude stürzen ein. Das ist mir egal. Gebt der Polizei auch etwas Geld. Bestacht sie. Dann hören sie auf, gegen uns zu ermitteln. So einfach ist das nicht, Herr. Ich bin Manager, kein Betrüger. Der neue Polizeipräsident ist sehr ehrlich. Er nimmt keine Bestechungsgelder an. Jeder nimmt Bestechungsgelder. Jeder braucht mehr Geld. Gebt ihm einfach Geld, Geschenke oder etwas anderes. Was auch immer nötig ist, unsere Mission ist es, mehr zu verkaufen. Ich will Ergebnisse. Tut, was immer ihr tun müsst. Geht jetzt. Warum sind die Verkäufe plötzlich so drastisch eingebrochen? Hat die Polizei die Wahrheit über den Zement wirklich aufgedeckt? Ich will nicht ins Gefängnis. Ich wollte einfach nur mehr Geld. Ich wollte, dass meine Kinder genauso glücklich sind wie andere Kinder. Papa, wir möchten mit dir reden. Nicht jetzt, Kinder. Ich bin müde. Wir reden morgen. Bitte, Papa, es ist wichtig. Bitte, Papa, hör uns zu. Okay. Erzählt mir alles. Was möchtet ihr? Papa, Mama lässt uns nicht rausgehen, um zu spielen. Sie sagt, nur arme Kinder gehen draußen spielen. Wir gehen auch nicht mehr zur Schule. Ihr geht nicht mehr zur Schule? Warum denn? Weil Mama unsere Schuldiplome gekauft hat. Jetzt müssen wir nicht mehr zur Schule gehen. Wie kann sie so etwas tun? Das ist nicht richtig. Sie zwingt uns, Videospiele zu spielen. Wir wollen rausgehen, Papa. Wir wollen im Park spielen. Und wir wollen wieder zur Schule gehen. Wir vermissen unsere Freunde. Ich werde mit eurer Mutter reden. Ihr werdet wieder zur Schule gehen. Und jeden Tag könnt ihr in den Park gehen. Ihr könnt so viel spielen, wie ihr wollt. Danke, Papa. Du bist der Beste. Du hast uns gerettet. Wir lieben dich so sehr, Papa. Ich liebe euch, meine Babys. Ich liebe euch sehr. Herr, das ist die Zementprobe. Ich habe sie aus Ralfs Fabrik genommen. Das ist minderwertiges Material. Gute Arbeit, Offizier Mark. Das ist ein eindeutiger Beweis. Es gibt noch mehr Beweise, Herr. Das sind Ralfs Manager. Sie sind bereit, die Wahrheit zu sagen. Was wisst ihr 2? Sagt es mir. Herr, die Firma zwingt uns, billigen Zement zu verkaufen. Sie haben uns auch gebeten, ihnen Bestechungsgeld zu geben. Damit sie nicht gegen uns ermitteln. Das sind genug Beweise. Inspektor, geh und verhafte diesen Ralf. Ja, Herr. Ich werde es sofort tun. Ralf, du bist verhaftet. Warum? Was habe ich getan? Du verkaufst minderwertigen Zement. Das gefährdet die Sicherheit der Menschen. Häuser stürzen wegen der schlechten Materialien ein. Deine Manager haben uns von dem schlechten Zement erzählt. Wir haben auch Proben aus deiner Fabrik gesammelt. Sie können mich nicht verhaften, Inspektor.
Kannst du mir sagen, warum nicht? Die Qualitätskontrolle wird vom Inspektionsbeamten durchgeführt. Und mein Inspektionsbeamter ist Thomas. Aber Herr Ralf, Sie haben mir das befohlen. Dass ich minderwertige Produkte verkaufen soll. Sie sind der Drahtzieher dieses Plans. Nein, bin ich nicht. Ich weiß nichts davon. Du bist der Inspektionsbeamte. Ich bin unschuldig. Es ist deine Aufgabe, die Qualität zu prüfen. Du bist offiziell für die Qualität verantwortlich. Wenn die Qualität schlecht ist, hättest du mich informieren müssen. Du hast deine Arbeit nicht gemacht. Inspektor, verhaften Sie ihn. Er ist für das alles verantwortlich. Herr Offizier, er lügt. Glauben Sie ihm nicht. Er hat mir gesagt, ich soll das tun. Thomas, hast du irgendeinen Beweis dafür, dass Ralf der Drahtzieher ist? Nein, Herr. Leider habe ich keinen Beweis. Offizier, Sie können meinen Manager fragen. Sie werden Ihnen die Wahrheit sagen. Wer hat euch gesagt, dass ihr minderwertigen Zement verkaufen sollt? Es war Thomas, Herr. Ja, Thomas hat uns gesagt, wir sollen dieses Material verkaufen. Thomas, du bist verhaftet. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.